Bitte begrüßen Sie mit mir Olga Blass und Christian Jamuschek. Mein Name ist Silke Hohmann vom Magazin Monopol. Wir sind langjährige Partner der Art Karlsruhe und wir beobachten die Entwicklungen dieser Messe nun schon eine ganze Weile. Sie beiden sind ja sozusagen die neuen Direktoren, aber Sie blicken jetzt auch schon auf 2 volle Ausgaben zurück, die Sie also nicht allein, sondern zu zweit unter Ihrer Regie hatten. Sie haben einiges verändert, einige Maßnahmen, die Sie getroffen haben, waren sofort sehr sichtbar, wie zum Beispiel, dass Sie auf den Teppichboden verzichtet haben. Andere Maßnahmen sind eher struktureller Art, die Sie sozusagen hinter den Kulissen treffen. Also nicht, dass das nicht transparent wäre, aber das sind eben Dinge, die bekommt man dann so als Besucherin oder Besucher nicht so unmittelbar mit, sondern eher vielleicht dann so im Großen und Ganzen. Nach den 2 Ausgaben, nach dieser zweiten Ausgabe, die jetzt heute ihren letzten Tag hat, wie sind Ihre Erfahrungen der letzten 5 Tage? Ja, ich habe heute tatsächlich so das erste Mal wirklich diese Trauer am Sonntag, weil die 5 Tage jetzt vorbei sind. Ich könnte gut noch 2, 3 Tage weitermachen. Das heißt, die Energie ist irgendwie noch da, die Akku ist noch nicht ganz leer. Aber das ist auch so ein Zeichen dafür, dass wir ganz viel Positives wahrnehmen und dass wir viel positives Feedback erhalten haben im letzten Jahr, auf dem wir aufgebaut haben. Und jetzt freuen wir uns, dass dieser Weg weiterhin positiv erstmal bewertet wird. Und wir nehmen, glaube ich, jetzt gerade in den Hallen ganz viele Ideen schon mit, was wir dann vielleicht nächstes und übernächstes Jahr und was dann noch so alles kommen wird, umsetzen. Sie sagten gerade, es gibt die offensichtlichen Dinge und die nicht so offensichtlichen Dinge. Klar, der Teppich war wahnsinnig offensichtlich. Wir haben letztes Jahr auch wirklich vieles angefangen, wo wir jetzt auch merken, so manches wird erst dieses Jahr wahrgenommen oder auch in der zweiten Runde dadurch, dass es einfach noch mal präsenter ist oder weil Dinge dann anders in den Vordergrund rücken. Genau, da sind wir. Weil man dann ja auch merkt, okay, hier etabliert sich jetzt was. Das ist jetzt nicht ein Versuch, mal etwas anders zu machen, sondern das ist offenbar so gemeint, dass es so bleiben soll. Haben Sie ein Beispiel? Die Halle 3 ist so ein Beispiel. Wir haben im letzten Jahr gestartet mit dem Paper Square. Die Halle, hier, in der wir gerade sind. Ja. Genau, vis-à-vis zum Paper Square. In der Halle findet auch der Academy Square statt, wo wir uns sehr freuen, mit den Absolvierenden der Hochschulen, der Kunsthochschulen zusammenzuarbeiten. Und ja, durch die neue Strukturierung der Halle sehen wir, dass diese Formate sehr gut funktionieren. Also es gibt schon so kleine Erfolgsgeschichten, dass im Paper Square ganze Installationen und ganze Wände leer gekauft wurden, schon am ersten Tag. Auch der Academy Square, die Studierenden testen den Markt. Wir wissen so von denen, die im letzten Jahr dabei waren, wie so das Jahr verlaufen ist, dass sich da sehr viel getan hat. Gerade in die Richtung, die wir auch bewirken wollen, dass man eine Galerie findet, dass man am Markt eine Präsenz hat und da den Einstieg findet. Und auch Positionen in diesem Jahr. Also es wird sehr gut gekauft, auch an den Stellen. Da haben wir dann ganz neue Fragestellungen, weil wir da so irgendwie mit involviert sind, wie das alles abzuwickeln ist. Und ja, also wir sehen diese Formate leben und sie kommen da an, wo wir sie sehen wollen, ja. Dazu, wie die Art Karlsruhe auch tatsächlich als Akteur in der Kunstwelt oder im Kunstgeschehen auch mitmacht. Dazu möchte ich gleich, also ein bisschen später nochmal kommen, weil das wirklich interessant ist und auch eine Art von Hintergrundwissen, das nicht jedem zur Verfügung steht, aber das würde mich gleich nochmal sehr interessieren. Vorher möchte ich aber nochmal Christian Jamuschek fragen. Sie haben ja unglaublich lange Erfahrung im Kunsthandel als Galerist. Sie sind Vorstand im Bundesverband der Galerien in Deutschland und Sie leiten jetzt diese Messe. Das heißt, es gibt wenig Leute, die den Kunstmarkt in Deutschland zumindest, vielleicht auch international, das weiß ich nicht, aber so lange und so gut im Blick haben wie Sie. Die Nachrichten aus dem internationalen Kunstmarkt waren ja im vergangenen Jahr jetzt nicht gerade rosig. Wir alle sind auch betroffen von Nachrichten, die uns vielleicht verunsichern. Insgesamt ist es auch immer eine Stimmungssache tatsächlich. Ich würde Sie gerne fragen, einerseits, die Zahlen sind ja immer auch nur so Mittelwerte und ich denke mir, möglicherweise ist das Segment, was wir hier haben, davon auch gar nicht so betroffen. Das würde ich Sie gerne einfach mal fragen. Und zum anderen wüsste ich gerne, welche Maßnahmen Sie auch oder welche Ideen oder welches Entgegenkommen Sie auch den
Galerien, den Galeristinnen und Galeristen, die ja sozusagen ihre Kunden sind, auf die Sie ja aufpassen müssen, wie Sie denen entgegenkommen? Sehr, sehr umfangreiche Frage. Ich fange mal mit dem letzten an und dann arbeiten wir uns vor und vielleicht würden das die Ausstellerinnen und Aussteller gar nicht als Entgegenkommen betrachten, sondern eher so ein bisschen als Strenge unsererseits. Was wir natürlich immer merken oder was man immer merkt, wenn man im Messekontext mit Galerien zusammenarbeitet, dass wenn die Galerien wirtschaftlich unter Druck stehen, fangen sie an, die Wände übervoll zu machen. Und das ist dann immer etwas, wo wir eigentlich versuchen, auch schon im letzten Jahr da einzugreifen, zu sagen, bitte hängt weniger, vergleicht es doch mit euch selber. Wenn ihr das 5. Bild des gleichen Künstlers seht, ihr wisst euch dann irgendwann nicht mehr zu entscheiden. Also da versuchen wir eher Ruhe, Vertrauen in den Markt zu signalisieren, zu sagen, vertraut uns bitte, wir wissen, wie das System funktioniert. Es sind sehr viele Galerien hier mit sehr vielen Künstlern und wenn ihr jetzt noch ein Bild und noch ein Bild, führt das vielleicht eher dazu, dass die Leute aus Überreizung und Überforderung eher euren Stand meiden, als zu sagen, guck mal, dieses eine Bild an dieser schönen großen Wand, dafür interessiere ich mich und da gehe ich rein. Das ist eher so der Zugriff, den wir da versuchen ermöglicht zu machen. Da zeigt sich ja auch Ihre eigene Erfahrung als Ausstellungsmacher oder als jemand, der auch schon in Galerien oder in Messen Bilder gehängt hat und weiß, wie das funktioniert. Das ist sicherlich auch eine wertvolle Erfahrung. Ja, und die allgemeine Situation kann man ja daran ablesen, wenn es den Auktionshäusern gut geht, geht es meistens den Galerien schlecht. Also im Sinne von, wenn Menschen eher in stabile Werte, in verlässliche künstlerische Positionen, etablierte Positionen investieren, und das ist natürlich gerade so, dann muss ich niemandem sagen, dass wir in gesellschaftlichen, weltpolitischen Krisenzeiten sind. Und wie Sie richtig gesagt haben, es ist ja auch eine psychologische Frage. Und ich persönlich beobachte das eben bei mir selber auch, dass ich gar nicht so bereit bin, so viel Neues gerade in mein Leben zu holen. Und ich denke, das ist ganz einfach nachvollziehbar. Wir sind überrollt von den täglichen Informationen. Und natürlich ist das Mediensystem oder das Nachrichtensystem so, dass immer die Schlagzeilen, aber diese Schläge führen auch dazu, dass ich sage, ich gehe gerne aus, ich gehe gerne ins Kino, ins Theater, ins Restaurant. Denen geht es ja gut, aber den Galerien geht es gerade nicht so gut, weil ich glaube, die Entscheidung, ein Bild, also etwas Neues, ein neues Kunstwerk, eine neue Idee, einen neuen Querulanten vielleicht ja sogar in das eigene private Umfeld zu nehmen, da ist die Bereitschaft nicht so groß, weil wir merken das einfach, dass das letzte Jahr 2024 wirklich an allen Galerien, an den Reserven, auch an den Nerven sehr gezerrt hat, weil die machen das alle aus Leidenschaft und wenn die das Gefühl haben, das Interesse lässt nach, da sagen die nicht, na, das liegt ja an denen oder daran, sondern die sagen, mache ich was falsch, ist es die falsche Ausstellung, der falsche Künstler, der falsche Ort der Galerie, also wie mit vielen Galerien ich jetzt gerade rede, naja, es ist ja klar, wir haben ja kein Schaufenster, deshalb kommen die Leute nicht rein. Und dann die Galerien, die ein Schaufenster haben, wenn wir auf Akquise sind, sagen, naja, dadurch das Schaufenster laufen die Leute nur vorbei. Also es ist gerade einfach eine Zeit, wo man merkt, dass die Galerien unter Spannung sind. Von daher freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt hier eine große Nachfrage schon im Vorfeld an der Messe gespürt haben, sodass wir gedacht haben, wir können zumindest eine Aufmerksamkeit den Galerien bieten, wenn sie hier auf der Messe im Februar jetzt hier auftreten. Das war stark zu spüren. Gestern war es, als ich mittags ankam, wirklich schon richtig, richtig voll und ich dachte, das ist einfach erstmal ein gutes Zeichen, ganz generell, dass Menschen sich so für Kunst interessieren, ihre Zeit, ihre Aufmerksamkeit der Kunst schenken. Das hat mich einfach auch persönlich einfach erstmal sehr gefreut. Gleichzeitig haben Sie auch zunächst mal, als Sie anfingen, im letzten Jahr das Feld der Galerien etwas verknappt, um da auch vielleicht eine Fokussierung herzustellen und ein bisschen Qualität und Quantität so ein bisschen neu auszubalancieren. Jetzt hat sich gezeigt, Sie haben wieder ein paar mehr, glaube ich, zugelassen. Das heißt, aber wahrscheinlich nicht, dass Sie Ihren Fokus wieder geweitet haben, sondern möglicherweise, dass es noch mehr Interesse gab, oder? Da würde ich kurz drauf antworten. Ja, das war tatsächlich so zu spüren, weil wir haben in der Vorbereitung zum letzten Jahr haben wir versucht, vor allen Dingen Frankfurt und das Rheinland, denen das sichere Gefühl zu geben, mit uns gibt es hier eine gute Zukunft und in Frankfurter Galerien sollen gerne die Art Karlsruhe als ihre Hausmesse und Heimatmesse betrachten. In der Vorbereitung dieser Messe sind wir vor allen Dingen im Rheinland unterwegs gewesen. Wir waren bei den Eröffnungen, wir waren bei DC Open und haben mit den Galerien und auch auf der Art Cologne natürlich und haben mit den Galerien versucht zu sprechen, ob die Entscheidung vielleicht nicht sein muss, Art Cologne und Art Düsseldorf, sondern vielleicht eine von beiden
Messen und dass man dann nochmal schaut, vielleicht gibt es ja in Baden-Württemberg und die gibt es hier Sammler, die man noch nicht persönlich kennt. Von daher war das dann so, dass wir schon sehr weit im Prozess vorangeschritten waren, sodass wir schon einige Zusagen erteilt haben und dann nach der Art Cologne kam dann eine Welle aus dem Rheinland, wo wir gesagt haben, da sagen wir jetzt nicht nein. Da wären wir schön blöd, muss ich jetzt mal sagen. Und dadurch sind wir eben wieder insgesamt 10 Galerien mehr als im letzten Jahr 177, jetzt 187, aber die Tendenz, dass wir es eher nicht verkleinern, sondern dass wir sozusagen eine strengere Auswahl treffen wollen, um auch die Übersichtlichkeit und auch einfach die Reflektierbarkeit der Messe zu erhalten, dem bleiben wir treu. Aber wie gesagt, in diesem Mal gab es eben einfach so einen glücklichen Umstand, auf den haben wir dabei reagiert. Ich muss auch sagen, die Machbarkeit des Durchgehens und des Sehens muss ja auch erhalten bleiben. Ich finde jetzt diese 4 Hallen, das ist schon sehr groß. Die Art Karlsruhe ist eine große Messe geworden. Das merkt man ganz stark. Was man aber auch nicht unterschlagen darf, und deshalb, ich habe vorhin schon angesprochen, wie sehr die Art Karlsruhe tatsächlich auch ihre Rolle als Akteur im Kunstgeschehen begreift. Das ist etwas, das passiert dann eben eher auch im Hintergrund, aber die Art Karlsruhe kann zum Beispiel mit dem Ausloben von Preisen ja tatsächlich eingreifen und fördern. Eingreifen klingt zu streng, ich nenne es jetzt einfach mal fördern, aber tatsächlich, es gibt Jurys, die gehen herum und die suchen bestimmte Positionen aus und dann gibt es da unter anderem Geldpreise. Es gibt aber vor allen Dingen auch Geld für Ankäufe, um in der Sammlung der Stadt Karlsruhe aufgenommen zu werden. Das ist ja ein Schritt, der ist, glaube ich, ich weiß nicht, gibt es etwas Vergleichbares? Also ist das, oder ich denke, die Art Karlsruhe macht diesen Preis ja schon eine ganze Weile und diese Zusammenarbeit zwischen einer Institution, der Messe und eben den Galerien und ihren Künstlerinnen und Künstlern, die ja die Kunstproduktion sozusagen darstellen, das ist ja, glaube ich, ein relativ direkter Weg, um zu sagen, hier ist Qualität und das muss irgendwie im Gedächtnis bleiben, beziehungsweise im kollektiven Gedächtnis, nämlich einer Sammlung. Ja, genau. Also wir haben ja 2 dieser Preise, die so sich ganz konkret an die Ausstellungen der Art Karlsruhe widmen. Der 3. Preis ist der Hans-Platschek-Preis, der ja aber auch im Vorfeld feststeht und sich jetzt nicht direkt auf die Ausstellerschaft bezieht. Genau, der ging dieses Jahr an Ingeborg Lüscher, ganz eine genau, ganz das tolle darf man Künstlerin. auch erwähnen. Das war sehr zauberhaft. Ja. Genau, das ist auch ein großes Porträt der Künstlerin im Monopol-Sonderheft. Ich fange einmal kurz mit dem Weiter-Weg-Preis, also der Lot-Skulpturenplatzpreis, der ist einfach immens wichtig, weil die Skulptur hier in Karlsruhe ja ein Standbein ist und wir wissen alle, was für Aufwände dahinter stehen, die Skulpturen nach Karlsruhe zu bringen, sie zu präsentieren, sie zu transportieren und auch sehr große Flächen zu bespielen. Deshalb ist uns da sehr am Herz gelegen, diesen Preis ausloben zu können, der relativ hoch dotiert ist mit 20.000 €, der eben aber auch an Künstler und an Galerist ausgeschüttet wird, sodass beide Seiten profitieren. Und diesen Gedanken hat eben der Art Karlsruhe Preis auch, der für die beste One-Artist-Show ausgelobt wird. Den gibt es wirklich fast von Anbeginn der Messe an und das ist natürlich auch ein Symbol. Wir sind als Messe Karlsruhe auch ein städtisches Unternehmen und natürlich agieren wir sehr eng mit der Stadt zusammen und das Land und die Stadt geben eben 15.000 €, um jedes Jahr Kunstwerke anzukaufen in der besten One-Artist-Show und die gehen in die städtische Galerie. Und wir sind in den letzten 2 Jahren auch sehr eng nochmal mit der städtischen Galerie zusammengewachsen auf ganz vielen Ebenen. Und ein Projekt, was daraus entstanden ist, sehen wir hier auch direkt hinter uns, die Sonderschau des privaten Sammelns, das dieses Jahr von der städtischen Galerie von Stefanie Patruno kuratiert wird, wo sie nochmal andere Möglichkeiten hatte, neue Aspekte hier reinzubekommen, aber eben auch die Preisträger, die sie bei sich im Haus verortet, die sind immer in den ständigen Sammlungen und die werden jedes Mal neu präsentiert und sie sind wirklich ein Standbein auch der städtischen Galerie im zeitgenössischen Bereich und das freut uns sehr. Einmal kurz zum Termin. Heute ist Wahlsonntag, heute ist Bundestagswahl. Das konnten Sie nicht wissen, als damals die Termine vergeben wurden. Haben Sie das jetzt in irgendeiner Form gemerkt oder in den Gesprächen der letzten 5 Tage gemerkt oder merken Sie es jetzt an den Besucherzahlen oder ist es in irgendeiner Form präsent? Ich habe das Gefühl, es ist so latent präsent, aber man kann hier auch ganz gut nochmal irgendwie so abtauchen in andere Welten. Also wir haben natürlich im Vorfeld mit unseren Ausstellerinnen und Ausstellern gesprochen, dass sie bitte an die Briefwahl denken sollen.
dass das sozusagen... Das ist sehr löblich, ja. Und ansonsten hoffen wir natürlich darauf, dass sich zum Fest der Demokratie auch das Fest der Kunst hier einreihen kann, dass man entweder davor, vor der Wahl oder nach der Wahl hier noch vorbeikommt. Das hoffen wir sehr. Und das ist aber auch interessant, dass Sie das fragen, weil wir haben das oft jetzt gemerkt in den Laudationes auf die einzelnen Künstlerinnen und Künstler, die hier ausgezeichnet wurden, aber auch insgesamt die Reden, die gehalten wurden, dass dieses Thema, dass eine Messe, die Kunst ein Raum ist, in dem wieder Gespräche entstehen können. Also auch in der Erfahrung dieses Wahlkampfes, wo er doch sehr aufeinander eingeprügelt wurde, sage ich mal, das war interessant zu merken. Das war eigentlich die ganze Zeit, also gar nicht der Tag heute, sondern man merkte es so bei denen, die hier begrüßt haben, Reden gehalten haben, dass das immer so ein Thema war, dass sie fast dankbar waren, zu sagen, ich bin jetzt mal hier, mal optisch ausatmen, mal auf andere Gedanken kommen und eben dadurch diesen Raum hier, diesen großen öffentlichen Raum dank der Kunst besonders gelobt haben. Also ja, es ist präsent, aber gar nicht so sehr heute, sondern schon die ganzen anderen 5 Tage. Vielleicht noch ganz kurz ein Ausblick auf die nächste Ausgabe der Art Karlsruhe. Sie haben gesagt, Sie sind in den letzten Tagen natürlich auch im Gespräch gewesen und haben Feedback bekommen von Ausstellerinnen und Ausstellern. Sie sammeln jetzt schon wieder Ideen für die nächste Ausgabe. Gibt es etwas, das Sie uns jetzt schon verraten können, oder gibt es eine Art von größerer Vision, die Sie schon insgeheim die ganze Zeit hegen und dann irgendwie nächstes Jahr umsetzen wollen? Was können wir vom nächsten Jahr erwarten? Ich glaube, so viele Geheimnisse können wir jetzt noch gar nicht verraten. Okay, dann müssen wir jetzt einfach alle wiederkommen nächstes Jahr. Ja, wir müssen wiederkommen, aber was jetzt unser Ziel sein wird in den nächsten 12 Monaten, ist dann eben auch diesen Weg weiterzugehen. Und natürlich ist es jetzt wichtig, was spiegeln uns die Aussteller wieder am Sonntagabend und in nächster Zeit und wie können wir dann auch wieder ein gutes Ausstellerfeld für nächstes Jahr zusammentragen. Und ich glaube, das ist unser Hauptfokus und darum wird noch einiges anderes entstehen. Aber was ich vielleicht noch sagen möchte, was ich auf jeden Fall möchte, was jetzt weitergeht, das betrifft jetzt auch euch und das Monopol, war die Zusammenarbeit und das Interesse im Vorfeld. Also das haben wir, glaube ich, in diesem Jahr sehr genossen und es wäre total schön, wenn wir das uns weiter sozusagen da eingehüllt in dieses Interesse fühlen können, weil wir haben das ja, wir suchen ja mit der Elke Buhr zusammen, eurer Chefredakteurin, die Absolventen der Kunsthochschulen aus und durch diesen Austausch, das merken auch die ausgestellten Künstlerinnen und Künstler, dass ihr da hinterher seid, dass wir da hinterher sind und dass wir tun gar nicht viel mehr, als dass die merken, dass sie da gesehen werden. Und waren gestern Abend ja auch bei der Gallery Night unterwegs, da sind auch einige Künstler des Academy Squares, weil die hier leben, auch gesehen, die sind uns in den Hals gefallen. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt. Und das würde ich gern weiternehmen, weil das haben wir wirklich gemerkt im Vorfeld, wie viel Interesse, nicht nur von den Medien, sondern auch von bestimmten Museen. Man merkt das ja, wenn man eine Messe macht, man versendet Einladungskarten. Und dann kommt meistens nichts zurück. Aber diesmal kam so viel Interesse zurück, da könnten Sie vielleicht noch uns eine Einladung für den. Und auch übrigens, die Person ist gar nicht mehr da, aber die arbeitet jetzt dort. Ich habe ihr schon mal die E-Mail weitergeleitet und können Sie dann für uns. Also das ist etwas, was uns natürlich am meisten auch bestärkt, weil wir damit auch die Ausstellerinnen und Aussteller, die wir ja auch immer wieder hierher locken müssen, zu sagen, kommt hierher, es ist gut für euch, wir geben uns wirklich Mühe, dass wir das dann nicht nur behaupten, sondern dass sie es auch spüren. Dass die auch spüren, wenn sie sagen, sie gehen auf die Art Karlsruhe, dass sie das so von der Resonanz in den Medien und insgesamt eben merken. Ja, das ist schön, dass sich da sozusagen auch unser beider Expertisen so ein bisschen treffen, weil wir als Magazin natürlich auch immer auf der Suche nach Entdeckungen sind und Messen ja auch dazu da sind, etwas zu entdecken und sei es jetzt irgendwie vielleicht für das private Sammeln oder einfach aus Interesse. Und da, wo sich das dann trifft, das sind ja letzten Endes auch die Produzenten, also die jungen Künstlerinnen und Künstler und die 3 Akademien, die es hier im Raum gibt, die finden jetzt hier statt, seit Sie da sind. Und Academy Square ist das Thema des nächsten Talks tatsächlich. Um 14 Uhr möchte ich Sie auch gerne noch einladen zu bleiben oder wiederzukommen. Danke für die schöne Überleitung, kann ich das gleich auch noch ankündigen. Und ich denke, dieses Zeigen, die Künstlerinnen und Künstler können zeigen, was sie machen. Sie werden hier gesehen, die Art Karlsruhe kann zeigen, dass sie wirklich auch auf allen Ebenen letzten Endes, also von den Banken, die Geld stiften für die Preise, bis hin zu den Studierenden eigentlich engagiert ist hier in der Region. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke. Und gratuliere zu dieser neuen schönen Ausgabe.